So, und jetzt alle zusammen. Can you feel the love tonight? Tonight. Da 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 da. Ja, ich habe wieder eine Umfrage gestartet. Mal wieder auf Twitter. Ich habe euch 3 Möglichkeiten gegeben und ja, dieses aktuelle, spannende Thema hat dann halt gewonnen. Ja, schauen wir mal, ne, was ich draus machen kann. Vorab sei gesagt, ich wollte das Thema eigentlich anders nennen, aber da ja Twitter so ein bisschen die Einschränkung hat, was die Wortwahl und die Wortlänge vor allem auch anbelangt, musste ich beim Titel ein bisschen improvisieren. Ich wollte eigentlich den Titel mit wie ich an einen Japaner geraten bin, betiteln. Wow, so viel Titel in einem Satz, Wahnsinn. Gut, auf jeden Fall sollte das eigentlich Sinn und Zweck des Videos werden. Und ihr habt gewählt und jetzt kriegt ihr die Scheiße auch. Also, jetzt geht's los. Zuallererst sei gesagt, ich wurde wirklich sehr, sehr, sehr oft auf Twitter gefragt, wie ich meinen Freund kennengelernt habe und wie man allgemein Japaner kennenlernt. Dazu möchte ich vorab sagen, das ist kein Leitfaden oder sonstiges. Japaner sind auch Menschen. Sie gehören der Spezies Homo sapiens an und eigentlich ist es nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, sehr viele Menschen denken, oh mein Gott, ich muss unbedingt einen Japaner als Freund haben oder sonstiges und er darf nur der Rasse der Japaner angehören und wie gesagt, es sind auch nur Menschen und so wie es bei mir gelaufen ist, ist es eigentlich nur eins von vielen Beispielen, wie es laufen kann bei Menschen und bei jedem ist es individuell und man kann sie wirklich überall finden. Sie laufen überall rum. Sie sind wie Pokémon, die verstecken sich auch bestimmt in Büschen und so. Ja, zurück zum Thema. Viele haben mich gefragt, wie hast du deinen Freund kennengelernt? Ja, das hat eigentlich ziemlich interessant angefangen, denn ich war angepisst. Ja, ich war richtig, richtig angepisst. Es war 2015, ich war 2014 in Japan und wollte demnach dann auch das Jahr darauf dann auch mal wieder nach Japan. Habe auch dementsprechend gespart, aber irgendwie hat der Rest meiner Bekanntschaft leider nicht so viel gespart und deswegen, schien es halt so, als würde ich 2015 dann gar nicht nach Japan fliegen können, da ich irgendwie, keine Ahnung, ich war etwas unselbstständig und wollte auch irgendwie nicht alleine, hatte auch irgendwie Angst, weiß auch nicht, auch ein bisschen, was das Fliegen angeht, obwohl ich in meinem ganzen Leben schon so oft geflogen bin, egal. Jedenfalls habe ich mich auf einer Website angemeldet, die Friends in Japan heißt, um dort einfach mal, das war einfach so eine Trotzreaktion eigentlich, ich dachte mir so, oh Menno, dann komme ich halt nicht nach Japan, dann schreibe ich halt mit Japanern, vielleicht kennt man ja dann jemanden. Eigentlich im ersten Sinne, um ein bisschen die Sprache aufzufrischen und einfach wegen Brieffreundschaften. Draußen ist es gerade irre laut, es tut mir leid, denn hier ist gerade nämlich ein bisschen so Matsuri-Stimmung, weil gestern war eine Gottheit, die durch die Straßen gezogen ist. Ja, und heute Morgen wurde ich durch sanfte Trommelmusik geweckt. Die ich eigentlich sehr, sehr mag, ja. Und deswegen kann es hier und da auch manchmal zwischendurch ein bisschen lauter werden. Nicht wundern, wenn plötzlich laute Japaner im Hintergrund schreien. Ja, das Völkchen. Auf jeden Fall habe ich mich auf dieser Website angemeldet. Diese ist auch eigentlich dafür gedacht, Brieffreundschaften zu schließen, bla, einfach. Ja, wie gesagt, wenn man in Deutschland wohnt, lernt man halt jetzt gezwungenermaßen nicht so schnell Japaner kennen. Es sei denn, man wohnt in Düsseldorf, was ja irgendwie, weiß ich nicht, die eiserne letzte Instanz der Japaner gefühlt ist, was so den deutschen Boden anbelangt. Deswegen, habe ich mich einfach auf dieser Seite mal auf gut Glück angemeldet. Falls ihr das auch irgendwie vorhabt, seid gewarnt. Dort haust wirklich jede Menge Gesocks rum, leider auch dort. Man ist nirgends vor perversen Nachrichten gefeit.
die kriegt man leider immer. Also das Krasseste, was ich hatte, war ein Japaner aus Nagoya, der eigentlich erstmal recht freundlich schien. Danach habe ich mit ihm irgendwie gechattet und irgendwie wurde es immer absurder, als er mir angeboten hat, einen Flug zu bezahlen, damit ich ihn besuche, damit er mir meine massieren kann, damit sie größer werden. Was zur Hölle? Ja, krass. Also, da ist so einiges an Zeug. Seht selbst. Oh, es ist mal wieder soweit. Schauen wir mal, ob ich irgendwelche Nachrichten bekommen habe. Nö. Nichtsdestotrotz gibt es auch normale Leute. Ich habe mit 3 verschiedenen Japanern geschrieben zu dem Zeitpunkt. 2, die in Deutschland auch gewohnt haben und einer, der in Japan gewohnt hat. Oder immer noch wohnt. You know. Und ja, ich habe halt immer wieder rumgeschrieben und bla, also einfach über ganz normale Themen. Natürlich fragen dann Japaner in erster Linie, ob man auch die Sprache beherrscht, bla. Die meisten können lustigerweise Englisch. Ich denke mal, weil sie auch durch die Webseite ein bisschen darauf eingestellt sind, dass sie auch mit Ausländern schreiben. Ja, auf jeden Fall habe ich halt immer so gemerkt, also ich habe dann wirklich, es hat sich langsam so ausgesiebt irgendwie. Ich habe mit dem einen, der war irgendwie Architekt oder irgendwas in Berlin geschrieben und irgendwie, das hat irgendwie nicht ganz gepasst. Also irgendwie haben wir nie richtig wirklich ein Thema gefunden, über das wir schreiben können. Das war dann einfach, ja, es hat sich dann einfach im Sande verlaufen, wie es einfach mal passieren kann mit Brieffreundschaften oder sagen wir Online-Bekanntschaften, weil Briefe schreibt man ja mittlerweile nicht mehr so häufig. Der andere, der hat in Düsseldorf gelebt. Mit dem habe ich ja schon über diverse Sachen geschrieben und dann habe ich einfach mal irgendwie das Thema Cosplay erwähnt und habe aber irgendwie gemerkt, dass, ich weiß nicht, irgendwie hat es da dann noch nicht so ganz gepasst und es war so, ja, war halt. Naja, jedenfalls habe ich dann immer wieder doch gemerkt, dass ich mit dem aus Japan ziemlich gut schreiben konnte. Dieser hatte mich auch ursprünglich wegen dem Thema Linkin Park angeschrieben, weil ich in meinem Profil stehen hatte, dass ich Linkin Park ziemlich cool finde. Und das war eigentlich so der Anlass für ihn, mich anzuschreiben. Ja. Und irgendwie haben wir dann hin und her geschrieben, immer. Dann wurde es irgendwie, keine Ahnung, alle 2 Wochen und dann war es irgendwie jede Woche und dann war es dann jeden Tag. Und es war irgendwie, ich habe einfach gemerkt, das ist cool. Also auch gleiche Interessen irgendwie. Und einfach vom Schreibstil hat es mir ziemlich getaugt. Und dann, ja, war es dann halt 2016 und es stand zur Frage, dass wir nach Japan fliegen als kleines Grüppchen. Und das habe ich ihm gesagt und ich dachte mir, hey, ja, komm. Er hatte mich halt gefragt, ob wir uns treffen können, ob er mich zum Essen einladen kann. Ich habe gesagt, hey, yo, why not? Count me in mit Essen, always, ja. Ja, jedenfalls haben wir uns dann getroffen, was eigentlich, das war auch eine sehr witzige Story. Ich war mit meiner besten Freundin, sie hat mich halt zum Treffpunkt halt hingebracht. Es war Ikebukuro Westgate Park, wenn es jemand von euch kennen sollte, ist halt quasi so ein riesiger offener Platz am hinteren Ausgang, am Westausgang von Ikebukuro. Und ja, da stand ich dann halt in einem, was hatte ich denn an? Ich hatte irgend so ein blaues, sehr, es war nicht Lolita-mäßig, es war halt sehr, sehr feminin. Standen dann da, voll aufgeregt. Und beste Freundin im Schlepptau, die so meinte, ich pass auf dich auf, ich guck, was für ein Kerl das ist. Hat sich halt so umgeschaut und irgendwie, ja, hat halt keiner so ins Schema gepasst, und auch vom Foto her. Und dann hat sie so gemeint, ah ja, pass auf, nachher ist es der da, mit dem, was hat er an, ein graues, langarmiges Shirt. Ich so, ja, schauen wir mal. Und dann ist sie halt in den Kombini gegangen und ja, dann kam halt der im grauen, langarmigen Shirt auf mich zu und der war es dann halt auch. Ja, jedenfalls sind wir dann essen gegangen in ein, oh Gott, dieses Restaurant war so bombastico. Es war echt ziemlich cool.
danach sind wir halt noch was trinken gegangen hier in Ginza. Und es war super cool und es hat einfach super toll gepasst. Und danach, stimmt, das war der Tag vor meinem Geburtstag. Geburtstag selbst habe ich ihn nicht nochmal getroffen, weil ja, es kam auch extra eine Freundin aus Shizuoka. Mit der hing ich dann rum mit der Mädelsbande und dann haben wir halt Geburtstag gefeiert. Aber dann am Tag danach habe ich ihn dann nochmal getroffen und eigentlich war das so ziemlich klar, dass man sich irgendwie gefunden hatte. Das war schon echt, also wirklich, wirklich, wirklich toll. Was mir auch dann wirklich so den letzten quasi Kick gegeben hat, war einfach die Tatsache, dass ich am Tag meines Abflugs, war es nämlich so, er hatte eine Geschäftsreise und war eigentlich gar nicht in Tokio. Er hat mich aber ständig gefragt, wann ich denn abfliege und wie und was und überhaupt. Und ja, als wir dann abgeflogen sind, dann in der Halle, dann stand er plötzlich in der Abflughalle und hat seine Geschäftsreise abgebrochen gehabt, um halt mir Tschüss zu sagen. Und das war schon, ich dachte mir so, wow, bitte kitschige Musik einspielen, ja. Das war schon nicht ohne, das war schon so into my Kokoro und ja, so war das. Ja, es ist halt, ja, manchmal dauert es halt, bis man die Number One findet. Jedenfalls sei gesagt, nochmal zurück zum Thema. Japaner kann man überall kennenlernen, selbst wenn sie in Deutschland rumwuseln. Es geht, es ist nichts unmöglich. Und einfach Augen offen halten, einfach ansprechen. Online ist natürlich immer leichter, natürlich. Was mir auch zum Beispiel passiert ist, jetzt so abschätzungstechnisch muss ich sagen, in Tokio selbst sind die Japaner ziemlich Scheuklappen. Ne? Laufen sie im Scheuklappen-Style rum. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich glaube, Tokio ist auch eine ziemlich bekannte Single-Stadt, jetzt so was die ganzen japanischen Städte angeht, wo ich wirklich sehr offene Leute getroffen habe, auch in einem Izakaya, als ich mit meiner besten Freundin unterwegs war. Also wirklich sehr, sehr freundliche, wenn ihr wisst, was ich meine. Das war in Kyoto tatsächlich. Also da waren wir in einer Karaoke-Bar und die haben mit einem gesungen und alles. Also das ist, man muss sich einfach nur trauen. Man muss meistens in die Izakaya gehen, dann haben sie ein bisschen was Intos und dann sind sie auch lockerer, was das Reden anbelangt. Denn meistens haben sie einfach eine gewisse Scheu vor Ausländern. Das sei natürlich auch noch gesagt. Ja, es ist, wie gesagt, es sind halt einfach auch nur Menschen. Es gibt eigentlich kein geheimes Rezept von wegen, dreh dich dreimal im Kreis und liege und keine Ahnung, bade nackt im Licht des Vollmonds. Ja, also das gibt es nicht. Es ist alles natürlich Zufall, es ist alles Schicksal und wenn es passiert, passiert es halt. Ich finde, man sollte sich da auch nicht zu sehr drauf versteifen. Es gibt auch Leute, wo ich wirklich sehe, die versuchen wirklich radikal an einen Japaner ranzukommen und es muss ein Japaner sein. Dann denke ich mir, versteift dich doch nicht so drauf. Wozu der Stress? Ganz ehrlich. Es kann alles passieren. Ja, was kann ich da noch großartig sagen? Das Video geht schon meiner Meinung nach viel zu lange. Ich hatte mich eigentlich auf ein anderes Thema eingestellt, aber gut, ihr wolltet das wissen und ja, das war so meine Story und ja, in diesem Sinne, wenn ihr immer noch sucht, lasst es auf euch zukommen, seid locker, seid cool und wer weiß, vielleicht passiert das irgendwann. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und bye bye aus Tokio. Tschüss!